Grüße euch, ihr Lieben. Heute nochmal auf einem 60 x 60 Keilrahmen. Beim Umgang mit der Alkoholtropftechnik habe ich eine neue Erfahrung gemacht und die möchte ich an euch weitergeben. Ich brauche wieder Wasser, ein Schwämmchen, diese beiden Farben, das ist ein Caput Mortuum und ein Englischrot. Und natürlich meine Folie. Ich mache erst eine Folientechnik und dann zweimal die Alkoholtropftechnik. Diese Folie ist die Verpackungsfolie von meinem Keilrahmen. Später brauche ich noch Gelb und Weiß. Mit dem Schwamm befeuchte ich zunächst die Oberfläche. Bei diesem Keilrahmen ist sie nicht ganz so saugfähig, das macht aber nichts. Die beiden Farben gebe ich auf meinen Pappteller und dann trage ich sie auf die feuchte Oberfläche auf. Dazu nehme ich meinen breiten Flachpinsel. Da ich die Farbe sehr dünn auftrage, gebe ich noch etwas Acrylbinder hinzu, dann haftet sie nachher besser. Wie immer sollte die Farbe noch durchsichtig sein, also schön transparent. Dann funktioniert das mit der Folie auch später super. Lasst euch nicht zu lange Zeit, die Farbe sollte feucht bleiben, bevor ihr mit der Folie beginnt. So, jetzt kommt das Englischrot auch noch dazu. Ich mache den Pinsel zwischendurch nass, damit die Farbe nicht zu schnell trocknet. So, alles ist noch feucht. Und gleich kommt die Folie drauf, aber ich werde noch ganz kurz ein paar Sprenkel Alkohol drauf machen. Nicht zu viel Alkohol, sonst klappt die Folientechnik nicht mehr. Drauflegen und knautschen. Soweit sieht ja alles ähnlich aus wie beim letzten Video. Der Clou kommt erst zum Schluss. Ja, das Ganze muss jetzt erstmal so lange liegen, bis die Farbe darunter schon fest angezogen hat. Ihr könnt das an einer kleinen Ecke testen. Ein paar Stunden später, ich schaue mal nach. Super! Das muss jetzt erst gründlich trocknen. Lasst es wirklich ein paar Stunden liegen. Jetzt kommt ein Zwischenschritt. Ich versiegle das Ganze nochmal, um sicher zu gehen, dass diese dünne Schicht auch genügend Haftung auf der Oberfläche hat. Ich nehme Acrylbinder und streiche alles dünn ein. Eigentlich könntet ihr auch darauf verzichten, weil der Acrylbinder ja schon in der Farbe drin war. Ich gehe aber lieber auf Nummer sicher. Nach dem Trocknen gehe ich an die zweite Schicht. Wieder alles erst einmal anfeuchten, dann verteilt sich die Farbe besser.
Ich habe hier ein Cadmiumgelb, das mische ich mit dem Weiß. Und weil die Oberfläche feucht ist, kann ich es schön transparent auftragen. Ich liebe diese Schichtungen. Jetzt kommt etwas Alkohol hinein und es entstehen die Tropfspuren. Auch das muss wieder ein paar Stunden trocknen. Wenn alles trocken ist, versiegle ich nochmal mit Acrylbinder. Das ist diesmal nötig, weil der Alkohol die Schicht sehr labil und empfindlich macht. Jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Ich nehme eine dunklere Farbe, die ich mische aus meinem Preußisch Blau und aus einem Englisch Rot. Das ist mir zu dunkel, deswegen muss noch etwas Weiß hinein. Das ist mir zu grau, also noch etwas von dem Englisch Rot. Da jetzt die Alkoholtechnik folgt, wird alles nochmal eingesprüht mit Wasser und die Farbe dünn aufgetragen. Fertig für unser Experiment. Die Farbe ist noch feucht und ich kippe die Leinwand ein wenig und setze die Tropfen von Alkohol oben auf den Rand und lasse sie laufen und es entstehen diese flammenartigen Strukturen. Dann gebe ich da auf die Enden oder dazwischen weitere Tropfen und die lasse ich wieder laufen. Das ergibt dieses besondere Muster. Irgendwie magisch. Das lasse ich jetzt so lange liegen, bis es komplett trocken ist. Anschließend wird es nochmal versiegelt. Und wieder habe ich ein organisches Muster gefunden, was ich in meinen Bildern anwenden kann. Ich hoffe, ihr könnt auch was damit anfangen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Malen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!